Hitlers Atomschutzbunker auf dem Obersalzberg. 120 Meter über uns ist der Obersalzberg. Ich machte mich auf den Weg, um den Gerüchten um diesen geheimen Bunker auf den Grund zu gehen. Und ich wurde tatsächlich fündig. Hitlers Atombunker. Brutal. Das Dritte Reich wollte hier seine Führung atombombensicher unter die Erde verfrachten. Dieser Ort ist kaum jemandem bekannt. Er ist verlassen inmitten der Berge. Dieser Atomschutzbunker ist nicht dokumentiert und es existieren keine Aufnahmen aus seinem Inneren. Bis jetzt. Hitler fühlte sich in den Bergen besonders wohl. Somit entstand sein Domizil auf dem Obersalzberg. Die Machtzentrale des Dritten Reiches, das Führersperrgebiet. Doch war es wirklich eine Machtzentrale? Wohl eher kaum. Hier empfing Hitler Staatsgäste, seine Generalität richtete Empfänge aus oder machte einfach nur Urlaub. Heute ist dieser Ort sagenumwoben. Millionen Menschen kommen zum einzigen Rückzugsort Adolf Hitlers. Warum sich Adolf Hitler hier so wohl fühlte, sollte jedem klar sein. Es sind die Berge mit ihrer wunderschönen Natur. Der Berg wurde zum Sperrgebiet. Immer neue Bauwerke entstanden. Heute wird gerne behauptet, dass Hitler von hier aus das Reich regierte. Doch das entspricht nicht der Wahrheit. Das Reich konnte Hitler von vielen Orten in Deutschland regieren. Überall, wo er war, konnte er als Führer das Land führen. Vielmehr als repräsentativen Ort für Staatsbesuche betrachtete man den Obersalzberg. Erst ab 1943 wurden unterirdische Bunker errichtet. Das alleine zeigt, dass der Obersalzberg überhaupt keine Bedeutung in der politischen Führung hatte. Jede Regierung baut Prunkbauten, um politische Empfänge durchzuführen. Die Engländer im Buckingham Palace, die Franzosen im Élysée-Palast, die Spanier im Palacio de la Moncloa, die USA im Camp David und auch privat unterhalten sich Staatsoberhäupter millionenschwere Villen. Baerbock kaufte über ihr Ministerium eine Immobilie in Brüssel mit Tennisplätzen und Swimmingpools, 7,3 Millionen, die millionenschweren Privathäuser von Jens Spahn und Christian Lindner. Der FDP-Politiker Harald Leibrecht besitzt sogar ein Schloss in England. Putin besaß mehrere Luxusimmobilien in Deutschland. Assad kaufte für 40 Millionen US-Dollar Luxusimmobilien in Moskau, um nur wenige zu nennen. Bis heute haben sämtliche Staatsoberhäupter riesige Anwesen, die sie als Feriendomizil bewohnen und dort auch Gäste empfangen. Ungewöhnlich ist das nicht, doch es passt gut in die deutsche Geschichte, das als einzigartig und größenwahnsinnig hinzustellen, da sich damit auch im Nachhinein noch viel Geld verdienen lässt, da die Menschen gerne solche Gruselgeschichten hören und sich dann vom Größenwahn selbst überzeugen wollen. Ein Millionengeschäft. Doch die Realität und der Blick über den Tellerrand des betreuten Denkens zeigen, dass Residenzen von Staatsoberhäuptern etwas ganz Normales sind. So dachte und handelte auch Hitler. Sein Ort war der Obersalzberg. Doch der Unterschied: Der Obersalzberg wurde stetig größer, da er mehr und mehr dazu diente, Staatsgäste zu empfangen. Doch mit dem Errichten des Bunkers kamen die ersten Mythen und Legenden auf. Warum war der Bunker so groß? Warum war er so massiv? Und vor allem, er war noch wesentlich größer als heute angenommen. Die Teile des Bunkers des Führers sind heute gut dokumentiert, aber nur ein kleiner Teil steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Der Rest liegt nach wie vor in einem Dornröschenschlaf. Doch ein gewisses Bauprojekt ist heute gänzlich unbekannt. Die Rede ist von einem wesentlich tiefer liegenden Bunker, der mittels Aufzug von Hitlers Bunker zu erreichen war. Dieser Bunker sollte gegen die neuesten und modernsten Bomben der US-Amerikaner Schutz bieten. Die Rede ist von Atombomben. Doch zuerst schauen wir auf den bekannten Bunker. Der Bau des Bunkers für Hitler erfolgte ab 1943. Erst in diesem Jahr zog man es in Betracht, dem Führer einen Bunker für den Obersalzberg zu errichten. Die Luftangriffe oder auch Terrorangriffe gegen deutsche Großstädte nahmen zu. In der Weihnachtszeit 1943 war der Bau bereits abgeschlossen. Für den Bau war Martin Bormann zuständig. Der Zugang zum Bunker lag hinter dem Berghof und das System aus verbunkerten Gängen erstreckte sich zunächst bis zum ehemaligen Hotel zum Türken, wo jetzt die Wachen der SS einquartiert waren. Ab 1944 wurde ein weiterer Teil errichtet. Dort befanden sich alle wichtigen Anlagen wie die Telekommunikation, Küchen und so weiter, da man mit längeren Aufenthalten im Bunker zu rechnen hatte, da sich die Luftangriffe intensivierten. Zudem wurde ein weiterer Teil errichtet, der sich noch tiefer im Berg befand, um auch schwersten und modernsten Bomben der Alliierten zu entkommen. Auch Martin Bormanns Bunker hatte Anschluss an dieses Bunkersystem. Insgesamt umfasste der Bunker ein System aus Gängen und Räumen von 6 Kilometern Länge.
Ob das Bunkersystem heute vollkommen erforscht und dokumentiert ist, kann niemand genau sagen, da man nicht eindeutig klären kann, ob weitere geheimere Projekte dort umgesetzt wurden. Man kann also davon ausgehen, dass dort noch Geheimnisse im Boden lauern, eine Art Zeitkapsel, die nur auf ihre Entdeckung wartet. Was sich dort unten befindet oder befinden könnte die Geschichtsschreibung in einem anderen Licht erscheinen lassen. Im Frühjahr 1945 entschloss sich die britische Führung, den Obersalzberg mit Bomben anzugreifen. Dieser Angriff hatte keinen Nutzen, da Deutschland bereits am Boden lag. Dieser Angriff war eher symbolisch gedacht, um der Welt zu zeigen, dass ihre Flotte jedes Ziel mit Bomben vernichten kann. Ein weiterer sinnloser Angriff, der die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Am 28. April 1945 war der Tag. Bomberstaffeln flogen an und warfen 1300 Bomben auf den Obersalzberg, die nahezu jedes Gebäude dort beschädigten. Auch die gefürchteten Tiefflieger waren im Einsatz. Der Anwohner und Heimathistoriker Dr. Herbert Pfisterer wurde als Kind von Tieffliegern beschossen. Diese Tiefflieger machten auf höchsten Befehl Jagd auf alles, was sich bewegt. Frauen, Kinder, Alte, Flüchtlinge und sogar Tiere. Diese Strategie der Alliierten stellt ein klares Kriegsverbrechen dar, die der ehemalige US-amerikanische Kampfpilot Chuck Yeager in seiner Autobiografie wie folgt beschreibt. So sei er an einer Mission über deutschem Gebiet beteiligt gewesen, wo der Befehl der 8. amerikanischen Luftflotte gelautet habe, zu schießen auf alles, was sich bewege. Ziel solcher Tieffliegerangriffe sei die Demoralisierung der Bevölkerung gewesen. Im Bewusstsein des verbrecherischen Charakters der bevorstehenden Mission habe er, Yeager, beim Briefing seinem Kameraden, Major Donald A. Butchkay, zugeflüstert, wenn man solche Dinge tue, sei es verdammt wichtig, am Schluss auf der Siegerseite zu stehen, um nicht dafür belangt zu werden. In seiner Erinnerung kommentiert Yeager: Ich bin nicht gerade stolz auf diesen Tieffliegerangriff gegen Zivilisten, aber es ist passiert, ist aufgezeichnet und haftet in meiner Erinnerung. Andererseits notierte Yeager, wenn einer der Piloten sich geweigert hätte, an dem Verbrechen teilzunehmen, was wohl nicht vorkam, wäre er vermutlich von einem Kriegsgericht verurteilt worden. Zur Selbstrechtfertigung resonierte Yeager, ein Kartoffelbauer, den er erschossen habe, könne nun einmal keinen feindlichen Soldaten mehr ernähren. Eine abscheuliche und menschenverachtende Kriegsführung, die man eher von den Nazis erwartet, als von den Alliierten, die Demokratie und Freiheit brachten. Doch kommen wir jetzt zu dem Bunker, der die eigentliche Sensation darstellt. Dieser Bunker ist heute kaum bekannt. Es gibt keine Aufnahmen von seinem Inneren. Ich habe für euch exklusiv diesen Bunker ausfindig gemacht und habe dort Dreharbeiten durchgeführt. Um diesen Ort zu schützen, werden weder Position noch Bezeichnung genannt. Das Einzige, was man sagen kann, er befindet sich rund 120 Meter unter der Oberfläche. Dieser Bunker, tief unter dem Bunker, wurde von zwei Seiten aufgefahren. Der Verlauf führte direkt durch den Berg. Der Hauptstollen führte genau unter Hitlers Bunker, an der Stelle, wo bereits der Aufzugsschacht ausgebaut war. Über diesen Aufzugsschacht sollte Hitler und die wichtigsten seiner Mitarbeiter und die Generalität in den fast 130 Meter tiefen Bunker gelangen. Warum also baut man so einen tiefen Bunker unter einer bereits als sehr sicher eingestuften Bunkeranlage? Eine Aussage sollte Aufschluss geben. Otto Staub, der Bauleiter des Obersalzberges, sagte Folgendes aus: Er musste riesige Tore für einen Stollen unterhalb des Führerbunkers planen. Die gewünschte Dimensionierung war so gewaltig, dass sein Verständnis überschattet wurde. Ihm war nicht klar, warum man solch gigantische Tore benötigte. Diese Tore sollten mehrere 100 Tonnen schwer sein. Sie sollten Detonationsdrücke aushalten, die ein Vielfaches höher lagen als die höchsten Vorgaben der wehrtechnischen Dienststellen. Doch warum forderte man solche Tore? Dazu schauen wir auf vergleichbare Tore, nämlich die aus einem Sondermunitionswaffenlager der Sowjets aus dem Kalten Krieg. Diese Tore sollten Atomexplosionen aushalten und die im Bunker befindlichen Atomsprengköpfe schützen. Deutschland hatte seine Lehre aus seinem eigenen Atomwaffenprogramm gezogen. Jetzt errechneten Techniker, wie stark ein Tor sein musste, um eine atomare Explosion standzuhalten. Laut Experten, die beim ZDF aussagen, testete das Dritte Reich bereits mindestens 2 Atomwaffen in Thüringen. Russischer Agent über Vorbereitungen zu nuklearen Tests in Thüringen. Über 2 Kernwaffentests, die tatsächlich in Thüringen stattgefunden hatten. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe. Oder unsere ist die Kopie. Praktisch Ende des Krieges. Über Durchführung des Testes. Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit: Die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Jetzt ist es nicht verwunderlich, dass man sich auch gegen solche Waffen mit einer nie dagewesenen Zerstörungskraft schützen wollte, da man wusste, dass die USA ein Atomwaffenprogramm durchführten. Hier sollte Hitlers Atomschutzbunker entstehen. Taub weiter: Ich plante diese Tore. Erst nach dem Krieg habe ich begriffen, was ich dort zu planen hatte. Die Reichsführung wollte Hitler vor einer möglichen Bedrohung durch die USA mit Atomwaffen schützen.
Hier entstand also der erste Atomschutzbunker in der Menschheitsgeschichte. Jetzt zeige ich euch exklusiv dieses geschichtsträchtige Bauwerk. So, wir sind hier an dem sogenannten Stollen und das ist ein ganz, ganz interessantes Bauwerk und sehr, sehr unbekannt überall. Und zwar ist das ein zweiter Führerbunker. Ein Bunker unter dem Bunker. Laut Aussagen von Martin Bormann an seine Frau, also Unterlagen dazu gibt es nicht, die waren geheim und wurden vernichtet zu Kriegsende. Aber man hat noch Mitschnitte bzw. die Briefe von Bormann an seine Frau, wo er sagt, wir projektieren einen Stollen für die größten US-amerikanischen Bomben. So, und es soll Aussagen geben, dass Bormann tatsächlich die Atombombe gemeint hat. Er wusste, dass die Amerikaner daran forschen, wie weit die deutsche Technik war. Also man sagt ja, man hat sogar Beweise dafür gefunden, dass Deutschland schon Atombomben hatte, also sie auch schon getestet hat. Er wollte das Ganze hier atombombensicher bauen oder hat das. Es ist nochmal 50 Meter unter dem eigentlichen Führerbunker. Diese Ausfahrt hier, die sollte mit Autos befahrbar sein. Das heißt, hier sollte eine dicke, schwere Türe rein. Das hätte Adolf Hitler hier danach mit dem Auto evakuiert werden können, beziehungsweise von unten auch hätte reingefahren werden können. Das geht im Prinzip 400 Meter in die andere Richtung. Da sollte noch ein Ausgang sein, falls ein Ausgang bei der Detonation verschüttet ist, dass man zur anderen Seite rausfahren kann. Und in der Mitte sollte ein Fahrstuhlschacht nach oben gehen. 50 Meter in die Höhe zu dem eigentlichen, bereits fertigen Führerbunker. Also ein Bunker unter dem Bunker. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen, was uns dort erwartet. So, und jetzt sind wir drin. Schaut mal, wie der Nebel hier hängt. Es ist ein rudimentärer Stollen, er ist bergmännisch aufgefahren. Ihr seht hier noch das Stützholz und die Balken, die auf dem Boden liegen. Und es geht tief rein in diesen... Guck mal, kriegt das noch eine Stufe heller hier, das Ding? Nein, geht nur dunkler. Ja. Schaut mal, wie weit das geht. Und oben hängt, man sieht so, lass mal genau so, man sieht, wie der Nebel da drin hängt. Und hier ist auch direkt eine ganz, ganz kühle Temperatur. Also draußen ist Waschküche, es regnet wie die Sau. Und ich gehe mal zur Seite, seht ihr das? Und hier drin ist es direkt wieder ein bisschen kühler. Toll, einfach toll. Und jetzt laufen wir im Prinzip, wenn man Martin Bormanns Aussagen glauben kann, durch den ersten Atombunker der Menschheitsgeschichte. Hitlers Atombunker. Es ist schon beeindruckend. Ihr seht noch, hier lagen die Schienen, also Gleise, ne, für die Loren. Hier sind noch die Hölzer dran, da lief wahrscheinlich Licht drüber, Stromleitungen. Und ansonsten ist das Ding eigentlich relativ leer geräumt. Ja, überall die Holzstempel. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre hier drin. Und also null bedrückend, sondern einfach mal genießt die Atmosphäre. Es ist Altbergbau und ein sehr, sehr geschichtsträchtiges Bauwerk, wenn man wirklich dem Glauben schenkt, was Bormann sagte. Ne? Hier haben wir wieder Wassereinbrüche. Da haut's Wasser rein. Ja, hier ist es auch auf dem Boden. Schön. Oha. Eieiei. Was haben wir denn hier? Also hier hat sich... Das war die Maschinen... Ja, stimmt. Hier sind die Sockel. Ja, Maschinenhalle, Maschinenkaverne. Und die haben die sich nach dem Krieg irgendwas gebaut. Und da steht eine Kiste Oettinger. Also hier wird wahrscheinlich das eine oder andere Fest mal drin gefeiert werden. Schau uns das mal an. Tropft auch wieder das Wasser rein. Das könnt ihr so trinken. Das kommt über uns, 120 Meter über uns ist der Obersalzberg. Da steht das Hotel heute. Ne? 120 Meter über uns. Also wir sind 120 Meter unter der Erde. Stahlbeton ist original, Zweiter Weltkrieg. Wahnsinn. Ein Telefon. Und hier ist erstaunlich trocken, aber es ist kalt. Also wir sind komplett nass und ich merke schon, wie die Kälte in mich reinkriecht. Weil draußen ist natürlich, wir haben so, ich denke, 23, 24 Grad und richtig diese schwüle, feuchte Luft, also wie in den Tropen. So, und da vorne ist mein Kollege schon unterwegs, mein Local, der mich hier rumführt. Er kennt sich aus.
Er hat sich die Zeit genommen, mich einmal hier komplett überall durchzuführen. Und ja, wie ihr sehen könnt, also es ist schon brutal. Und das hat man, wie gesagt, zum Ende des Krieges projektiert, als das Reich im Prinzip schon wirtschaftstechnisch oder ja, wirtschaftlich gesehen am Boden lag, weil die Alliierten alles niedergebombt haben und die Industrie unter die Erde verlagert wurde, hatte man hier trotzdem noch die Kräfte und die Materialien, um hier noch so einen Stollen zu projektieren. Und überlegt mal, mit dem anderen Stollen verbunden, 150 Meter nach oben. Und es sollte ein Atombunker werden, das heißt, der wäre ausgeschaltet worden. Also das ist ja erst der Anfangsbau hier. Das wäre noch wesentlich größer gekommen, weil da muss ja dicker Stahlbeton rein. Und außen natürlich riesige, wahrscheinlich ähnliche Schotts wie heute vor so großen Bunkeranlagen stehen. Von einem Atomschutzbunker für Kernwaffen, also wo die Sowjets ihre Kernwaffen gelagert haben in Deutschland. Ich blende es mal eben ein. Ich mache jetzt mal eine massive Tür auf. Also wenn ihr das mal sehen wollt, also ich bin jetzt nicht der breiteste, diese Tür geht wieder zu. Sie ist schon extrem breit. Also sie ist dazu entwickelt, Nuklearwaffen abzuhalten. Das sind massive Drucktüren. Kommen wir mit rein, dann geht jetzt wieder zu. Wahrscheinlich ähnlich hätte das hier auch aussehen sollen. Ja, man munkelt, man weiß es halt nicht, weil die Pläne waren so geheim, die hat man nach dem Krieg alle vernichtet, beziehungsweise vor Kriegsende vernichtet. Otto Straub hatte die gigantischen Tore zu planen. Er wusste nicht, warum er solch gigantische Dimensionen und extrem hohen Drücke zu berücksichtigen hatte. Er plante die Tore so, dass die Verschlüsse auf Walzen lagerten. Martin Bormann bestätigte Ähnliches in einem Brief an seine Frau. Wenn der Bunker fertiggestellt ist, dann baue ich noch einen. Wesentlich tiefer, in über 100 Metern Tiefe und noch fester. Ein Verwaltungsangestellter des Obersalzberges gab Ähnliches zu Protokoll. Es wurden Stollen gebaut, wo die Vorgabe war, dass sie über 100 Meter Überdeckung haben sollten. Tatsächlich erreichte man 150 Meter Überdeckung und die Stollen sollten wie eine Straße sein. Von beiden Seiten befahrbar, in 2 Richtungen. Diese Stollen sollen mit 400 Tonnen schweren Toren ausgestattet sein, die sie hermetisch abriegeln konnten. Die Tore sollten drehbar sein und so den Bunker versiegeln. Kein Zweifel, hier kann es sich nur um einen Atomschutzbunker handeln. Die unterste Ebene war so projektiert, dass die gesamten Fahrzeuge der Führerkolonne dort Schutz fanden. Zudem sollte der Bunker alles bieten, was man für einen langen Zeitraum benötigte. Das zeigt einmal mehr, dass die Deutschen wussten, dass man für längere Zeit nach einem Atombombenangriff den Bunker nicht verlassen kann. Und hier sieht man es ganz deutlich, wo die Schwellen lagen. Hier ist wieder ein größerer Bereich. Jetzt ist das deutlich kleiner. Und hier ist man schon wieder in die Breite gegangen. Wie gesagt, das musste so sein, dass hier tatsächlich Autos rein und rausfahren konnten. Dass man hätte Adolf Hitler hier rein evakuieren oder nach einem Atomschlag raus evakuieren hätte können. Ja, also das Dritte Reich wollte hier seine Führung atombombensicher unter die Erde verfrachten und hier vor US-amerikanischen Atomwaffenangriffen schützen. Was ja gar nicht so abstrakt gedacht ist, da die US-Amerikaner, das darf man nicht vergessen, das einzige Land der Welt sind, die jemals 2 Atombomben unterschiedlicher Bauarten, Plutonium und Uran, auf rein zivile Städte abgeworfen haben. Ein absolutes Kriegsverbrechen, aber da man auf der Siegerseite stand, hat man gesagt, ja, dadurch haben wir den Krieg verkürzt, das mussten wir und das hat mehr Menschenleben gerettet, als dort verloren ging. Im Endeffekt war es ein riesengroßer Test für die US-Amerikaner. Was macht so eine Atombombe? Wie sieht die Strahlung aus? Wie ist die Umwelt danach verseucht? Etc. pp. Können wir sie wirklich so abwerfen? Mit einem Fallschirm jeweils, dass die dann noch wegkommen und. So, und das wussten natürlich auch die nationalsozialistische Führung, was die Amerikaner da auch vorhatten. Und das wollten sie, wenn das für Deutschland auch beschlossen worden wäre, was man ja auch machen wollte, davor sicher sein. Und deswegen hat man das hier gebaut. Mein Local spielt schon wieder mit dem Licht rum. Rotlicht. Wir sind kurz vor einem Atomangriff. Oh, jetzt wird es blau. Entwarnung, alles wieder gut. Oder ist ein B-Angriff, weiß man nicht. So, und hier seht ihr, hier ist der Ausbau schon deutlich weiter. Da oben sind noch die Bohrlöcher drin. Da könnt ihr das noch sehen.
So, und hier geht es dann wieder schmaler tatsächlich weiter. Hier ist sogar noch eine Schwelle im Boden, schaut mal. Da hat man noch eine Schwelle drin. Und überall die Bohrlöcher. Keiner zu Hause. Keiner zu Hause, das ist schlecht. Und wo war der Aufzugsschacht? Hinter dem Fels. Da wären sie irgendwann mal hingekommen. Achso, da wären sie irgendwann mal hingekommen. Ja. Am Ende der Straße wäre der Aufzugsschacht gewesen und dann Ja. Seht ihr, hier sind noch die Bohrlöcher drin. Kann man ganz gut sehen. So. Und hier ist Ende. Und dahinter sollte dann der Aufzugsschacht sein. So, und das Kriegsende hat die Arbeiten jedoch gestoppt. Wahnsinn. Also wenn man sich das mal überlegt, wo wir hier stehen, wie geschichtsträchtig das ist. Es ist Wahnsinn. Ach, an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht mal einen Daumen, lasst mal einen Kommentar da und vergesst nicht zu abonnieren, sonst verpasst ihr sowas. So, lassen wir das noch mal kurz auf uns wirken. Wenn man Bormanns Aussagen Glauben schenken kann, sind wir gerade durch den ersten Atomschutzbunker der Menschheitsgeschichte durchgelaufen. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Also das ist schon eine Hausnummer. War sehr, sehr interessant, das hier mal zu sehen, weil er nur sehr selten dokumentiert wurde, weil ihn kaum einer kennt. Das ist ein echter Geheimtipp. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze und vergesst nicht zu abonnieren, macht das Glöckchen an, dann verpasst ihr auch nichts. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter und ihr könnt gespannt sein auf das nächste Video, das auch wieder hochspannend sein wird. Freunde, in dem Sinne, bis dahin, ciao. Dieser Film ist allen Opfern des Zweiten Weltkrieges, allen Soldaten, aller Nationen und allen zivilen Opfern, die in diesem schlimmen Krieg ihr Leben verloren. Besonders in unseren Zeiten, wo die Politik von einer erneuten Kriegstüchtigkeit spricht und Krieg als notwendiges Mittel zur Rettung unserer demokratischen Werte in Betracht gezogen wird, ist es umso wichtiger, sich gegen Krieg auszusprechen. Erst wenn die Menschen verstehen, was Krieg bedeutet und dass die Politiker, die den Krieg der Diplomatie und Waffen statt Hilfsgüter vorziehen, nicht dort kämpfen und sterben müssen, ist ein erneuter Krieg zu verhindern. Erst wenn die Masse nicht bereit ist, erneut die junge Generation zu opfern, wird Krieg verhinderbar sein. Friede ist der Naturzustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts. Johann Gottfried von Herder, deutscher Dichter, Philosoph und Theologe.